Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold- und Silberaktien. Zeichen stehen auf Ausbruch. Disclaimer. Gold- und Silberaktien. Zeichen stehen auf massivem Ausbruch. Hui-Gold-Ratio zeigt es an. Der Boden ist erreicht und in den nächsten Monaten kommt es zum Anstieg der Goldaktien gegenüber Gold. Von solchen markanten Tiefs kann es im Anschluss mindestens zu 4 bis 6 monatigen Goldaktienrallyes, ganz ähnlich wie vom März bis August 2020, irgendwie vom Januar bis 2016 kommen. Wir sehen hier außerdem eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Das heißt, wenn die rechte Schulter ihr Tief gefunden hat, folgt anschließend ein massiver Anstieg über Monate, der speziell im Goldaktienbereich immer wieder zu sehen ist. Hier nochmal ausgerechnet, der Hui steht bei 194 Punkten und eben Gold bei 1661, ergibt 0,1169. Das sehen Sie hier unten auch ganz rechts in der Grafik. Das ist also der Hui-Gold-Index rückwirkend von Oktober 2017. Und da sehen Sie das letzte massive Tief hatten wir hier im März 2020 während des Corona-Ausverkaufs. Aber dieser Strich unten beim Corona-Ausverkauf war wirklich nur ganz, ganz wenige Tage sozusagen. Und davon sind wir eigentlich nicht mehr weit entfernt. Und ich denke, hier mit diesen beiden massiven Kerzen hier nach unten ist das sozusagen ausgebildet worden, das Tief. Und wir sind höher als während dieses Corona-Tiefs. Was heißt das nun? Das heißt, sehr wahrscheinlich gibt es genauso einen Anstieg hier, der im Prinzip vom März bis September 2020 gedauert haben. Das sind ungefähr circa 5 Monate. Genau das haben wir jetzt auch, Freunde. Das heißt, jetzt Oktober, November, Dezember, Januar, Februar haben wir vermutlich mindestens Goldaktienanstiege. Und ich denke mal, es dürfte dieselbe, wenn nicht eine höhere Dynamik als zu der Corona-Krise sein. Das heißt, dieser Index läuft vielleicht bis 0,27 möglicherweise. Der war auch schon mal, wie Sie vielleicht auch von der Webseite gesehen haben, schon mal in der absoluten Spitze 0,64. Es ist nicht ausgeschlossen, weil es so massiv über die letzten 5 Jahre gedrückt worden ist, dass wir einen überproportionalen Ausbruch haben können, auch der das alte Allzeithoch dieses Indexes bringen kann, das 0,6, vielleicht 0,8 am Ende ist. Davon gehen wir im Augenblick nicht aus, sondern wie es eigentlich bis jetzt gewesen, von dieser Tiefe gibt es circa 5 Monate Goldaktienrallyes und auch das sollte reichen, um von diesen Goldaktien Penny Stocks mit guten Ressourcen die jetzt, sage ich mal, 10, 20, 30 Cent kommen, alle durch die Bank weg, circa $1 ist. Und wenn dann die Rallye noch weitergeht, kann es sogar den Mehrdollarbereich 2, 3, 4, 5 im idealen Fall, und das hat es in der Vergangenheit auch gegeben, zwischen 5 und $10 steigen. Das hängt natürlich davon ab. Also, wir haben keine Fallhöhe nach unten. Goldaktien ist überhaupt kein Risiko im Augenblick. Risiko ist, wenn dieser Hui-Gold-Ratio oben ist, sozusagen. Und hier, das war natürlich ein gefährlicher Fehlausbruch, hier vom März bis April diesen Jahres. Dort wurde allen suggeriert, es geht jetzt hoch und dieser Schlag hat natürlich unglaublich viel dezimiert. Sehr brutal. Also das kann man eben auch nicht vorhersagen, wann sie sich noch mal sammeln und nochmal das so runterschlagen. Was man aber vorhersagen kann, dass diese Tiefs können im Allgemeinen nicht tiefer gemacht werden. Also damit ist das Risiko begrenzt. Immer wenn es höher ist, ist natürlich höher das Goldaktienrisiko. Aber ich denke, jetzt wird Gold angepasst. Vielleicht bis Februar sehen wir $2100, bei Silber irgendwie $35 und möglicherweise geht es im Anschluss noch höher. Eine unglaubliche Chance für Goldaktien, die man eben aus diesem Index jetzt gut ablesen kann. Also ich kann nur ermutigen, sich jetzt mit Goldaktien zu beschäftigen. Es gibt keine Fallhöhe nach unten. Silber, Gold, Kupfer, Blei, Zink, Juniorproduzent mit Hauptfokus Spanien und Kolumbien. 29 Millionen Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Also es handelt sich um ein Junior-Unternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration und der Erschließung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Gebieten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero Puyatos in Spanien liegt. Das Unternehmen ist auch Eigentümer der Projekte Zanduco und Goya Antigua in Kolumbien.
Jetzt kommen wir zur Lagerstätte Lomero Poryatos, wo Sie da oben die Mengen sehen, die die haben als Ressourcen. Befindet sich im nordöstlichen Teil des spanisch-portugiesischen Iberia-Pyret-Gürtels in der Provinz Huelva in Südspanien. Der Standort der Lagerstätte Lomero Poryatos ist durch Wasserstrome befestigte Autobahnen nach Sevilla, Hylea und Arcena gut erschlossen. Die Lagerstätten Lomero Poryatos erweist die höchsten Goldgradgehalt im IPB mit Werten von 2 Metern mit 14 Gramm pro Tonne Gold und auf 0,45 Meter mit 16,86 Gramm pro Tonne Gold, die von CMR Newmont Bohrlöchern im Jahre 2007 stammen. Also es sind historische Bohrdaten. Im zentralen Teil der Mine ist eine Kupferanreichung festzustellen, während am östlichen und westlichen Rand der Lagerstätte eine gewisse Zink-Blei-Goldanreicherproduktion ist. Jetzt schauen wir nochmal auf die Lage. Also das ist hier das Schwarze ist hier der südliche Teil von Portugal und dann Spanien. Hier ist die Menge von Gibraltar. Das sieht man nicht, das ist wie gesagt nur ein kleiner Ausschnitt. Aber hier sehen Sie eben diesen Gürtel, den hier ist, diesen Mineralengürtel. Und das Schwarze hier ist die Lagerstätte. Also es liegt in diesem Mineralgürtel mit hochgradigem Gold. Und schauen Sie sich an, was für Mengen das sind. 2,073 Millionen Unzen Gold, mittleres bis hochgradiges Gold, Silber 41 Millionen oder 42 Millionen Unzen, Silber mit 62 Gramm pro Tonne, Kupfer 415 Millionen Lips, Blei 392 und Zink, hochgradiges 1,407 Milliarden Lips. Also enorme Menge. Und wie immer haben wir nur im Potentialfaktor nur Gold und Silber angesetzt. Das im Verhältnis gesetzt mit dem Länderrisiko, Anzahl des Goldes und der Marktkapitalisierung. Und da sehen Sie, hier habe ich die 2 Millionen eingetragen oder die 42 Millionen. Grad des Metalls habe ich Medium gemacht, 0,75. Land 1, eben höchste Qualität, Europäische Union, Spanien. Jedenfalls für diese Zwecke noch sehr gut, würde ich mal sagen. Und dann kommt man alleine nur für das Gold und Silber auf einen Potentialfaktor von 106. Das heißt, die Aktie ist im Augenblick mit 0,15 bewertet, enorm abverkauft, wie Sie am Chart sehen, seit Januar, war schon mal auf 0,7, also dieses Jahr. Jetzt kriegen Sie es für 0,15. Das mit diesen Mengen, ein Potentialfaktor von 106. Der Boden ist meiner Meinung nach gefunden. Und sie hat, das sehen Sie auf der anderen Seite, auch noch kolumbianische Projekte. Und nochmal, ich will es mal betonen, Kupfer, Blei und Zink, was eigentlich die richtig großen Mengen sind nicht eingepreist. Das ist ein Add-on. Aber ich würde mal sagen, weil dieser Potenzialfaktor I relativ, ja, akademisch ist, würde ich mal sagen, berechnen wir was mal ein, wenn solche Aktie tatsächlich, wenn Gold auf 2400, 2500 steigen sollte und Silber 50, tatsächlich ein 106-facher steigt, ist es schon mehr, als man zu hoffen erträumt hat. Aber das unterstützt eben, dass das vielleicht auch passieren kann. Natürlich hohes Risiko, die Aktie kann übernommen werden, das Management kann Fehler machen, irgendwann auch Verstaatlichung droht, aber eben vermutlich noch nicht jetzt. Aber insgesamt ist es sicherlich eine ganz interessante Aktie, die man sich mal ansehen soll. Jetzt kommen wir nochmal zu den kolumbianischen Projekten. Guya Antigua, 386 Hektar großes Gebiet im östlichen Teil des Bergbaugebietes von Gran Colombia, also ein Goldförderunternehmen in Kolumbien. Bergbaugebiet Segovia, da sind die aktiv. Gran Colombia Mining betreibt den Abbau, die Verarbeitung und die Produktion von Gold. Die Mine Guaya Antigua weist eine historische Produktion von 78.000 Unzen Silber und 1.174 Unzen Gold auf. Durchschnittlicher Ersatzgehalt ist 404 Gramm pro Tonne Gold und 6,0 Gramm pro Tonne ja, Silber beziehungsweise 6 Gramm pro Tonne Gold, also auch hochgradig. Und dann haben sie noch das Serndukko-Projekt und das umfasst die historische Mine Independencia, die Produktion von 1,5 bis 2 Millionen Unzen Goldäquivalent und die Produktion reicht bis ins Jahr 1793 zurück. Das Sanduko-Lagerstätte befindet sich in den westlichen Seiten des Zentralkordillere der kolumbianischen Anden. Okay, so viel zu der Aktie, meiner Meinung nach sicherlich einen Blick wert, sage ich mal, mit mittlerem bis hohem Risiko. Goldaktienbullenmarkt 1970er Jahre, ja,
Goldaktien ist im Prinzip unterscheidet sich von anderen Aktien. Die reagieren ganz, ganz, ganz heftig auf die allgemeine Entwicklung. Entweder sie sind mal total am Boden zerstört oder völlig über Nacht gefragt. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass es 100, 200, 300, 500 Bäckern oder 1000 Bäcker, wie auch der Reportname heißt, ab und zu mal vorkommt. Das geht natürlich nur dann, wenn vorher ein Markt völlig ausgebombt war und dann irgendwann eine Phase eintritt mit völliger Euphorie und völliger Übertreibung. Darauf setzen wir, weil wir sind meiner Meinung nach ein Inflationsumfeld und Gold wurde jetzt sehr lange unten gehalten und Silber auch und das sollte sich jetzt wieder über 2000 Richtung 2100 und Silber Richtung 35 bewegen. Das ist eine unglaubliche Chance für diese völlig unterbewerteten Goldaktien, die völlig gar nicht mit der Rationalität zu fassen sind, billig sind und daher eine sehr große Chance darstellen. Also das heißt, Gold muss nur moderat um 30 bis 40% steigen. Das ist anders als in den 1970er Jahren und die Goldaktien können produziert in der Art, vermutlich wie es in den 70er Jahren hat, profitieren. Ja, was macht man? Man kauft eben diese Goldaktien, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, mit wirklich sehr großen Ressourcen, wenn möglich in relativ sicheren Rechtsgebieten und mit gutem Management, wenn irgendwie möglich. Und versucht, die dann, wenn die Markt-Euphorie kommt, das abzustoßen. Das ist, sage ich mal, die Strategie, die jetzt aus meiner Sicht sinnvoll erscheint. 1000 Bäcker Report. Wir versuchen genau diese Goldaktien zu identifizieren, zu sortieren nach moderatem, hohen und sehr hohem Risiko. Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt, also was kauft man, wenn der Boom vorbei ist. Und bei Interesse gibt es auch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles unten verlinkt im Video. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte ist einfach ein Unternehmen, das ist zu jeder Zeit an Gold und Silber hin. Nochmal eine Anmerkung zu dieser Steuererhöhung jetzt auf Silbermünzen, dass die Differenzbesteuerung weggefallen ist. Daher würde vielleicht sowas helfen, Zollfreilager in der Schweiz. Also Sie können dann Silber beispielsweise kaufen. Nur wenn Sie sich das dann ausliefern lassen wollten, müssten Sie dann die gültige Steuer zahlen. Was man dann machen kann, also nehmen wir mal an, Sie versilbern sozusagen Ihre Goldaktiengewinne, haben Sie dann da eingelagert und nehmen zum Beispiel den Silberanstieg mit, nehmen wir an, das steigt dann auf 100, 200, was weiß ich, Dollar, dann können Sie zumindest nach jetziger Möglichkeit in dem System, im Zollfreilager, ihr Silber verkaufen, ohne irgendeine Form von Steuer zahlen zu müssen und wechseln das in Gold. Und Gold ist ja bekanntlich, zumindest bis jetzt, steuerfrei und Sie können sich dann das als Gold auszahlen. Das hätte dann den Vorteil, dass Sie nicht diese riesigen Gewichte etc. Mit bearbeiten müssen und Silber würde ja, falls es dann mal übertreibt, auf 100 oder 200 Dollar, auch anfällig für Rückschläge sein. Und das ist Gold dann nicht so. Also Gold ist vielleicht dann irgendwie bei 3.000, 4.000, who knows was. Aber jedenfalls die prozentualen Rückgänge sind nicht so stark oder sie sind auch langsamer und man kann das dann in andere Assetklassen umschichten. Ja, Preisvergleich natürlich immer anstellen, bevor Sie generell Gold und Silber kaufen. Auf gold.de kann man das tun. Nützliche Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, können Sie in der Schweiz einlagern. Mehr Informationen über Goldaktien, Expertenwissen, Diskussionsforen. Wenn Sie generell Fragen zum Report haben oder auch allein Zustellungsprobleme, kommen immer wieder vor. Bitte, wenn Sie irgendwas vermissen, bitte mich kontaktieren. Es liegt manchmal wirklich an den E-Mails und an Spam oder wie auch immer, irgendwas funktioniert nicht. Mich einfach bitte kontaktieren. Ich würde Sie dann versuchen, zeitnah zurückzurufen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde ich Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt haben. Auch die Glocke betätigen, dass Sie informiert werden, wenn neue Videos kommen. Nochmal besten Dank und wünsche Ihnen einen schönen Abend.